Rachmaninow ist für mich so einer, der direkt aus der Emotion heraus komponiert hat. Also so ganz unmittelbar, wenn man das spielt oder hört, merkt man eigentlich gleich, was er empfunden hat, als er das geschrieben hat. Kapustin, der ja selber viel Jazz gespielt hat oder immer noch spielt, ähm, der ist halt eher so eine Mischung aus Klassik und Jazz und ist halt ja, irgendwie so was ganz Lockeres, was voller Spaß ist und eben diese ganzen Jazzrhythmen und Harmonien noch mit einbaut. Ich habe 3 so unterschiedliche Komponisten auf die CD machen wollen, weil ich eine möglichst große Bandbreite an, ja, sozusagen russischen Komponisten zeigen wollte. Kapustin ist ja eigentlich kein Russe, der ist ja in der Ukraine geboren, aber immerhin lebt er seit dem Studium in Moskau. Und da wollte ich halt so ein bisschen auch durch die Zeit gehen. Mit Geige habe ich ja sogar noch vor dem Klavier angefangen, weil meine beiden Eltern Geiger sind. Und irgendwann kam dann eben auch das Klavier dazu und ich habe wirklich lange eigentlich beide Instrumente parallel gemacht. Sogar auch im Schulorchester eine Zeit lang mitgespielt, aber irgendwann musste ich mich dann entscheiden, wo dann der Großteil meiner Zeit ja doch einfließen soll. Und da es dann das Klavier geworden ist, blieb dann für die Geige leider nicht mehr so viel Zeit. Bei Prokofjew ist es für mich eher so, dass er psychologisch komponiert hat, aus den Gedanken heraus, natürlich trotzdem auch emotional, aber alles eher so nach Struktur.